Heute, 5 Jahre nach unserem Festival Female Voice of Afghanistan, habe ich die Freude, mit einem Studiogast über Kabul zu sprechen. Liebe Mina, du bist heute nach Berlin gekommen. Danke, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Kabul hat uns beiden in Kontakt gebracht. Kabul, die Stadt, in der du geboren wurdest. Und Kabul, die Stadt, in der ich genau vor 5 Jahren Zeitzeuge wurde von einem ungeheuren Shift an geopolitischer Weltveränderung, als in diesem Sommer 2021, der nicht nur durch Corona geprägt war, sondern eben auch durch einen Machtrutsch, der zu einem Systemwechsel geführt hat in Afghanistan. Welche Rolle spielt Kabul in deinem Leben? Eine sehr große Rolle. Ich bin in Kabul geboren, habe 6 Jahre meines Lebens dort verbracht. Als Kind dann mit 6 Jahren raus aus Afghanistan, aber meine Wurzeln liegen dort und es zieht mich immer wieder nach Afghanistan. Ich kann es dir nicht beschreiben, das ist eine Riesenliebe, die ich habe. Es macht mich stolz. Ich bin stolz auf Afghanistan, egal was war. In den 5 Jahren, seit ich in Kabul war und du mich angeschrieben hattest, hat sich die Welt nochmal sehr verändert. Dieses schicksalsschwere Jahr, dieser Sommer, der Welt gezeigt hat, dass nichts vorhersehbar ist. Und nicht nur, weil es die Corona-Zeit war, sondern weil die Übernahme der Regierungsverantwortung in die Hände der Taliban ein so schneller Schritt war, mit dem niemand gerechnet hat. Ich war ja damals in Kabul und habe so vieles gesehen, das mich bis heute an die Grenze des Sprachlosen gebracht hat. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir immer wieder Gelegenheit hatten, darüber zu sprechen. Du hattest ja jahrelang den Wunsch, die Stadt, in der du Kind warst, wiederzusehen. Wie lange hat es dann gedauert in deinem Leben, bis du dir diesen Wunsch über Umwege dann doch erfüllen konntest? Du warst letztes Jahr tatsächlich wieder in Kabul. Das stimmt. Tatsächlich 36 Jahre. 36 Jahre, dass ich dann wieder zurückgegangen bin zu diesen Orten, wo ich als Kind war. Und es war sehr emotional, muss ich sagen. Sehr viel hat sich verändert, sehr, sehr viel. Aber trotzdem, ich komme daher. Und so viele Erinnerungen, schöne Erinnerungen, aber auch schlechte Erinnerungen sind mit Kabul verbunden. Obwohl ich 6 Jahre alt war, kann ich mich schon an sehr vieles erinnern. Ich kann mich an meine Schule erinnern, Lome Shahid. Ich kann mich an meinen Kindergarten erinnern. Ich kann mich an den Klassenräumen erinnern, weil meine Mama auch Lehrerin war und uns öfters mal mitgenommen hat, wo sie unterrichtet hat. Naja, am Abend, ich kann mich noch daran erinnern, dass die Raketen manchmal geflogen sind im Himmel. Damals gab es ja den Krieg zwischen Mujahideen und Sowjetunion. Und daran kann ich mich erinnern. An dass meine Eltern Angst hatten. Daran kann ich mich erinnern. Dass auch 2 Kinder von meiner Schule gestorben sind an Raketen, die geworfen worden sind vor der Schule. Daran kann ich mich erinnern. Es sind dann wiederum auch solche Geschichten. Und an was ich mich erinnern kann, was wirklich dieses Bild so in mein Gedächtnis geprägt hat, beim Sport hat mir meine Mama Stulpen immer angezogen.
beim Leichtathletik für die Füße. Ich hatte die in verschiedenen Farben gehabt und ich habe sie geliebt. An dem Tag, wo wir Kabul verlassen haben, wir sind aus dem Haus raus und ich habe noch mal nach hinten geschaut. Wir haben in dem 4. Stock gewohnt und da hing, meine Mama hat wahrscheinlich Wäsche gewaschen und da hing ein Stulpe von mir an einem Seil. So sind wir gegangen und ich habe es mir die ganze Zeit angeschaut und es ist dort geblieben und somit hat sich mein Traum zu Leichtathletik dann auch, es ist einfach in Kabul, in Makroyon einfach zurückgeblieben. Einfach diese Angst, was man in sich hat, das prägt einen. Das merkt man als Kind nicht, aber je älter man wird traumatisiert. Man hat diese Trauma in sich, dieses Angst. Man hat das in sich. Und das haben wir alle Afghanen. Ob wir jetzt als Kinder rausgegangen sind und ob die jetzt in Afghanistan noch schwerer Situation jetzt für die Kinder dort und auch die Leute, die jetzt hier sind, nach so vielen Kriegen in Afghanistan. Jetzt gibt es zu dem Zeitpunkt, als ich nach Kabul kam, und diese Zeit, da liegen ja viele Jahre dazwischen. Ich erinnere mich aber noch sehr gut, dass im Sommer 21 es an jedem 5. Auto und jedem 10. Balkon ein großes Poster von Massoud hing. Massoud war ein Mythos, wie Che Guevara. Er war ein Hochintellektueller, der war bildschön, der war irgendwie so eine Kultfigur, über die jeder sprach. Die einen liebten ihn, die anderen hassten ihn, aber irgendwie kam so ein Respekt. Und ich hatte meinen afghanischen Filmefreund auch gefragt, wo kommt diese Renaissance her? Massoud war zu dem Zeitpunkt schon lange tot. Und seine Erklärung war, dass eben die meisten Menschen, die jetzt in Afghanistan leben, einfach jegliche Art von Imperialismus müde sind. Erst waren es die Engländer, dann waren es die Russen, dann die Amerikaner. Und eigentlich diese gebt Afghanistan den Afghanen zurück. So, dieser Urgedanke von Massoud, sozusagen, der wieder ganz populär geworden ist. Und wieder eine Glorifizierung der Mujahideen als die einzigen, die uns noch befreien können. Was hat das in dir mit deinen Kindererinnerungen gemacht? Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, weil wegen wem bin ich denn aus meiner Heimat raus? Ich dachte, ich habe es nicht mehr verstanden. Afghanistan ist verwundet. Und da kommt jeder und sagt, hey, ich bin Doktor und ich kann eure Wunden heilen und will sich Platz verschaffen. Und die Menschen sind so müde, dass die einfach nur Frieden wollen. Und nach so vielen Jahren Leid kommt jemand und sagt, hey, ich nehme dir den Schmerz. Da sagt keiner nein. Aber ob das gut ist, das ist die andere Frage. Im Themenfeld Afghanistan ist es ja sicherlich bis heute für dich schwierig, dass du mit Menschen zu tun hast, die entweder gar nichts wissen über das Land oder Vorurteile haben gegen ein Land, sehr tiefe Vorurteile, die durch die Medienberichterstattung oft auch gefördert worden ist. Und ich würde gerne nochmal auch an diesen Punkt zurückgehen, in diesen sehr klaren, sehr einfachen und brutalen Punkt, als W. George Bush nach 9/11 die Achse des Bösen definiert hat. Und damit eine ungeheure Kette des Leides in die Welt gesetzt hat. Die Achse des Bösen, dass die USA dazu sich in der Selbstermächtigung gemacht hat, wieder ein neues Land zu überfallen und in einen Krieg zu verwickeln. Und alle wussten ja, dass es richtig ist, weil man trifft ja die Bösen. Und
Ich habe für mich in der Erfahrung schon im Iran, dass das alles doch, das Narrativ anders, die Wirklichkeit anders aussieht, als man sie uns in den westlichen Medien erzählt hat. Und es war für mich ja tief schockierend, wie anders die Realität ist. Hatte ich mich ja nicht auf Kabul auch so vorbereitet. Aber natürlich war auch ich nicht darauf vorbereitet, dass ich mitten in einer historischen Situation war, wo alles ganz schnell ging. Ich distanziere mich davon. Für mich gibt es ein Afghanistan, für mich gibt es eine Flagge und das ist schwarz, rot und grün. Für mich gibt es eine Nation und nicht Pashtunen, Hazara, Tadschiken und all die anderen. Für mich gibt es nur Afghanistan und mein Hamvatan. Das war's. Ich bin nicht einverstanden, dass jeder von sich selbst aus eine Flagge kreiert hat und hochhebt und sagt, ich bin aber dies und das und ich kann euch retten. Da habe ich mir gedacht, so, wo gehöre ich denn hin? Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, ich fühle mich hier zu Hause, aber doch die Menschen da draußen sagen zu mir, du gehörst hier nicht hin. Du bist nicht von hier. Und als ich in Afghanistan war, hat auch jeder gemerkt, dass ich nicht von Afghanistan bin. Dass ich zwar Afghanin bin, aber nicht dort aufgewachsen bin. Ich war auch verwundert, warum. Durch mein Verhalten, Redensweise, wie ich gehe, wie ich mich kleide. Die haben das gemerkt. Kommst du aus dem Ausland, haben die zu mir gesagt. Und ich habe jedes Mal gefragt, woher weißt du das? Das merkt man. Weißt du, Andreas, ich trage auch Deutschland in mir. Ich trage Deutschland und Afghanistan in mir. Und meine Generation ist, ich finde manchmal traurige Generation. Wir werden hier Ausländer genannt, aber drüben sind wir auch Ausländer. Wo gehören wir denn hin? Und das fand ich immer so traurig. Wir hatten einmal vor ein paar Jahren ein Gespräch, da hattest du diesen Wunsch schon geäußert. Ich möchte gerne an den Ort zurück. Ich glaube, das kann ja jeder auch verstehen. Das haben auch andere Menschen, die sagen, ich würde gerne noch mal zu meiner Schule zurück. Was hat dich damals aber gehindert, dass du es trotzdem nicht umsetzen konntest? Viele haben zu mir gemeint, auch meine Familie und Freunde, du bist auf Blacklist, du kannst nicht dahin, das geht nicht. Meine Familie hatte Angst, dass mir was passiert. Ich habe mich stark gemacht für Frauenrechte in Afghanistan und für Menschenrechte und war jahrelang als Aktivistin tätig und habe mich auch lautstark geäußert und war gegen den Taliban. Und ich hatte auch ein Interview mit den Taliban, genau wegen dieser Sachen. Ja, haben die es mir abgeraten, hinzugehen. Aber ich habe auch viel erlebt, muss ich sagen, auf meinem Weg zu Aktivismus. Ich habe viele Menschen kennengelernt, viele tolle Menschen kennengelernt, aber auch viele andere Menschen kennengelernt. Aktivismus war für mich immer eine Herzensangelegenheit. Das habe ich auch immer gesagt, ist es immer noch. Aber dann habe ich Menschen kennengelernt, die das ausgenutzt haben, um einfach gesehen zu werden, Ruhm zu bekommen, gesehen zu werden, davon zu profitieren. Da war im Vordergrund gar nicht so eigentlich das, was man als Aktivisten machen muss. Und das hat mich so ein wenig aus dem Bahn gebracht. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden.
Ich dachte mir, das stimmt doch nicht. Nein, das ist nicht wahr. Und plötzlich waren diese Menschen dann auch im Rampenlicht mit deren Lügen. Und man hat die Leute, die mit dem Herzen dabei sind, nicht mehr gehört. Ich habe mich nicht mehr gehört gefühlt. Und ich habe, wie gesagt, sehr viele Menschen in Deutschland und in Afghanistan kennengelernt. Und irgendwann mal dachte ich mir, nein, ich will nicht ein Teil von einer Lüge sein. Der Kulturkampf, den die kommunistische Sowjetunion war ja in Afghanistan die Religion auszumerzen als Problem. Man wollte den Menschen sagen, ihr tut etwas Falsches, weil ihr seid immer noch in dieser alten Religion drin. Das ist falsch. Fortschrittliche Menschen brauchen das nicht. Und das wurde ja mit einer großen Gewalt umgesetzt. Wenn wir heute drauf gucken, denken, ja, das war damals die Sowjetunion. Klar, das waren ja auch Kommunismus irgendwie. Aber wenn ich heute in unsere heutige Zeit gucke, denke ich mir, für dich als gläubige Muslima mit einem Hintergrund aus Kabul, lebst du auch jetzt wieder in einer Zeit, wo man sagt, auch hier im Westen ist das Narrativ sehr stark vertreten, dass das eigentliche Problem ja die Religion sei. Und das kommt diesmal aber nicht von Sozialisten. Genau das ist es. Ich finde, Akzeptanz ist ein sehr wichtiger Wort. Man sollte es leben. Jeder Mensch ist anders. Wir sind hier für eine bestimmte Zeit und wir müssen das Beste daraus machen und nicht Hass verbreiten. Also das, was ich in Afghanistan erlebt habe, den Menschen, mit denen ich erlebt habe, die Schichten von Angst, von Bürgerkrieg, von so vielen Kriegen, die du gar nicht mehr auseinanderhalten kannst, gerade was Bürgerkrieg anbelangt, wenn der Nachbar schon dein Feind wird, dann kannst du gar nicht mehr entspannen und ein friedliches Lebensbild überhaupt entwickeln, weil es liegen diese Schichten an Angst. Auf jeden Fall. Und das ist ich habe das nie so intensiv erlebt wie in Kabul oder in Syrien später, weil es sind eben nicht nur ein Krieg, sondern es sind so diese Schichten. Die Menschen, die ich kennenlernte, hatten das, was man im Buddhismus oder in anderen Religionen auch lernt, zu sagen, Ehre jeden Tag, es kann der letzte sein. Das hatten die sowieso, weil sie wussten, ich weiß nicht, ob ich heute Abend nach Hause komme. Als Alltag. Das kann man sich hier in Europa, die meisten Menschen können sich das nicht vorstellen. Der Lebensalltag, ich weiß nicht, ob ich heute Abend nach Hause komme, weil es gibt Selbstmordattentate. Ich habe das in der Zeit, ich habe so viele Explosionen gehört im Umfeld. Wir bekamen keinen Flug mehr nach Bamian. Also wir merkten wirklich, wie der Krieg aus dem Landesäußeren in die Hauptstadt einsickerte. Und trotzdem haben alle noch gedacht, alles wird gut. Hier kommt keiner. Kabul ist hochgerüstet. Jedes Restaurant hat 3, 4 Söldner. In jedem größeren privaten Haushalt stand mindestens 1, 2, 3 AK-47. Und auch die Hälfte der Familie war ausgebildet, damit umzugehen. Kabul schien uneinnehmbar zu sein. Das haben viele gesagt, aber es war auch ein Schock für uns hier. Die Afghanen, die im Ausland gelebt haben. Also ich weiß noch, dass ich das gehört habe und ich war total in Angst. Was passiert denn jetzt? Das ist ein Schock für alle gewesen. Plötzlich fiel alles. Ja. Und das, was sich die Afghanen 20 Jahre lang aufgebaut haben, wurde einfach zunichte gemacht. Ich habe gehört, die Menschen brauchen Hilfe, die Frauen werden unterdrückt, die Taliban sind jetzt wieder da, die Mädchen haben sich was aufgebaut und das war jetzt für nichts. Und genau da bin ich hier wieder aufgestanden und habe gesagt, ich muss deren Stimme werden.
ich war so mit Herzblut drin. Dann habe ich erfahren, wie andere sind. Es wurden teilweise auch Fake News verbreitet, die ich vorher nicht wusste. Aber als ich so mittendrin war, mitten im Geschehen, in WhatsApp-Gruppen mit Afghaninnen in Afghanistan. Ich sage nicht, dass alle falsch waren. Einige. Ich musste zusammenzucken. Ich bin immer ruhiger geworden. Und habe das auch mit Leuten, mit denen ich als Aktivisten zusammengearbeitet habe, hier in Deutschland, habe mit denen kommuniziert und habe gemeint, das scheint irgendwie nicht richtig zu sein. Das fühlt sich nicht richtig an. Und genau da bin ich immer langsamer geworden. Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, stopp, ich möchte keine Fake News verbreiten. Da habe ich zu dir gemeint, Andreas, ich möchte selbst hin, mit meinen eigenen Augen sehen, verstehen und dann darüber reden. Genau das wollte ich machen und deswegen habe ich einen Stopp gemacht. Als allererstes, Afghanistan hat ein Riesenproblem. Man soll darüber reden. Man muss die Mädchen dort unterstützen, was ich machen werde, bis ich meinen letzten Atemzug habe. Ich möchte nicht sagen, dass es dort kein Problem gibt. Aber man sollte bei der Wahrheit bleiben. Und wenn man dafür kämpft, dann auch mit Herzblut dabei sein. Und nicht daraus Profite ziehen. Ich stehe auch nicht dafür, dass man Islam in den Dreck zieht. Weil das, was dort passiert, ist nicht Islam. Ich liebe meine Religion. Ich lebe meine Religion. Glaube fängt im Herzen an. Das heißt nicht, dass, wenn ich ein Kopftuch trage, dass ich heilig bin und sauber bin. Und ich kann genauso heilig und sauber sein und kein Kopftuch tragen. Ich habe einen ganz anderen Connection zu meinem Gott. Ich bete, ich faste, ich meditiere, ich mache Zikr ganz oft und ich habe in jedem Schritt meines Lebens Allah gespürt. Er ist immer bei mir und ich möchte aber auch nicht schlecht über den Kopftuch reden. Ich würde mich niemals irgendwo hinstellen, wo man respektlos gegenüber Kopftuch ist, es verbrennt, auf den Boden schmeißt, darauf trampelt. Niemals, weil das ist für mich Respektlosigkeit gegenüber Islam. Woher kommt das? Warum ist Islam immer an allem schuld? Warum? Islam ist wunderschön. Islam ist voller Liebe. Die Interpretation ist falsch. Es sind manche, ich hatte eine Diskussion beim letzten Mahnwache, was wir veranstaltet haben in Darmstadt. Es hieß dann, ja, aber es sind aber auch viele, die nicht Muslime sind, Afghanen.
die sind dann nicht damit einverstanden. Es gab eine Diskussion, dass man den Burka verbrennt. Und nein, nicht mit mir und nicht in meiner Anwesenheit, ich finde das respektlos gegenüber Frauen, die Kopftücher tragen, aus Überzeugung, dass man sich hinstellt, ein Kopftuch vom Kopf reißt, es verbrennt, auf den Boden schmeißt, aber sich dann trotzdem Moslem nennt? Es ist doch ein Widerspruch. Nur, es sieht halt gut aus. Es sieht gut aus, wenn man es tut, und es zieht Aufmerksamkeit und dann macht man es. Auf Kosten von Islam. Ich erinnere mich gut, als du mich vor, glaube ich, 3 Jahren angerufen hattest und diesen tiefen Wunsch hattest, du möchtest den Kindergarten wiedersehen. Du spürtest aber, dass deine Kinder und deine Familie einfach zu viel Angst hatten und dass du auch nicht dagegen gehen konntest, weil sie wirklich Angst hatten, und das konntest du auch verstehen. Also hast du es nicht gemacht, aber du warst trotzdem verzweifelt, weil der Wunsch in dir war stark. Und dann hast du letztes Jahr einen Umweg gefunden. Magst du den mal erzählen? Was hast du gemacht, um... Es war eigentlich sehr, sehr spontan. Ich hatte mit Freunden eine Reise geplant nach Dubai. Wir waren dann in Dubai und ich wollte eigentlich wieder zurück. Die wollten nach Afghanistan. Und das sind auch die Freunde gewesen, mit denen ich als Kind in Makroyan gespielt habe. Und wir waren Nachbarn. Darüber hatten wir auch Gespräche geführt, dass wir zusammen dahin gehen möchten. Und die meinten, komm doch einfach mit. Und ich habe ja zu Hause niemandem Bescheid gegeben gehabt. Aber ich wusste auch, würde ich es tun, würden die es beneiden und dann hätte es nicht stattgefunden. Also habe ich nichts gesagt. Die Familie dachte, ich bin in Dubai. Ich bin nach Afghanistan, nach Kabul geflogen. Als wir im Flugzeug waren und die Berge gesehen haben, das war schon so ein super tolles Gefühl. Ich hatte Gänsehaut, aufgeregt. Und dann sind wir raus. Dann es ist zwar schön gewesen, dort zu sein, aber man ist doch nicht als Frau sehr frei. Schnell Kopftuch anziehen, Masken anziehen, und es war sehr warm. Hochsommer. Die Menschen total herzlich. Und das erste Mal so mein Gefühl war, ich laufe auf ein Asphalt, wo keiner sagen kann, das gehört nicht dir. Diese Erde gehört mir. Keiner kann mir sagen, du darfst nicht, das ist nicht deins. Ich bin mit Stolz drauf gelaufen. Dieses Gefühl, es war einfach magisch. Dann sind wir am Abend, als wir angekommen sind wir dann raus nach Schorenau, um Şiryach zu essen. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich habe große Liebe für all meine Landsleute. Ich werde immer emotional, wenn ich darüber rede. Aber diese Menschen haben sehr viel verdient und denen wurde auch sehr viel weggenommen. Natürlich habe ich Unterschiede gemacht. Ich so, okay, man hat das und das erzählt und ich sehe eigentlich, die Menschen laufen
auf der Straße, Restaurants sind offen, sehr viele Menschen spät abends auf der Straße, es ist sehr viel los. Aber trotzdem sieht man mehr Männer als Frauen, wenige Frauen. Aber was ich noch erlebt habe, ist Frauen auch im Restaurants abends, die sich alle als Familie, Freunde treffen und dort speisen. Mit deren Kinder, aber auch in einer gesperrten, mit so einer Trennwand. Man bekommt immer eine Trennwand. Was für mich so schockierend war, während dem Essen ist dann plötzlich ein Durcheinander gewesen. Die Kellner sind hin und her gelaufen. Ja, Amr bil Maruf heißt das. Das sind die Taliban, die überall hinkommen, also auch in Restaurants, um zu schauen, ob alles so seine Richtigkeit hat, die Frauen getrennt sind oder deren Kopftuch anhaben, also Hijab anhaben. Das war so ein Schock, weil dann kommen die Trennwände werden dann aufgestellt, schnell und richtet eure Hijabs richtig, also zieht es richtig an und da hat man als Frau schon so, man hat Angst. Man ist nicht frei. Vor allem, man redet ja auch über den Islam. Das ist ja Islam, was die machen. Und viele von denen, die kennen nicht mal die 5 Säulen des Islams. Genau. Ja. Da gehen wir wieder zurück zu dem Verletzten und dem Arzt, der sich tarnt und kommt und sagt, ey, ich kann dich heilen. Genau das finde ich so traurig. Es gibt junge Mädchen, die gebildet sind, die studiert haben, die jetzt zu Hause sitzen und nichts tun und todtraurig sind. Das sind hochgebildete Frauen, die zu Hause sitzen, die so viel für Afghanistan tun können. Und wenn sie gebildet wären, würden sie ja vieles nicht mit sich machen lassen. Wie die Mädchen jetzt in Herat, die gebildet sind und jetzt auf die Straßen gehen und sagen, das reicht. Wir wollen das nicht. Und genau das wollen die ja verhindern. Ein ungebildeter Volk ist besser zu kontrollieren. Ich als Mina dachte mir, ich habe die Menschen im Stich gelassen. Ja. Und ich habe oft geweint und oft mit meiner Mama darüber gesprochen. Ich bin zu einem ganz anderen, zu mir selbst gekommen, zu Selbstfindung, zu wer ist Mina, was will Mina, wer bin ich überhaupt? Ich habe alles hinterfragt. Ich bin auf die Suche nach mir selbst gegangen und habe endlich angefangen mit Selbstliebe, die mir gefehlt hat jahrelang. Ich habe daran gearbeitet, wirklich hart gearbeitet. Ich war stundenlang im Wald spazieren und habe dabei Sickel gehört. Würdest du dich selbst dem Sufismus näher bezeichnen, spirituell? Ja. Ich spüre Menschen sehr intensiv. Ich spüre deren Energie, ob es negativ ist oder positiv. Und ich habe es immer unterdrückt und habe mir gedacht, nein, vielleicht ist das nur ein Gefühl. Aber weil ich mich heute kenne, weiß ich, dass dieses Gefühl immer recht hat. Und ich finde jetzt, man kann nicht Hass mit Hass bekämpfen. Wir sprechen immer von den Taliban. Klar sind die schlimm, die unterdrücken Frauen. Aber Hand aufs Herz. Ich bin hier aufgewachsen.
Ich bin eine Deutsch-Afghane. Ich habe nichts anderes erlebt. Ich möchte nicht sagen, dass alle afghanischen Männer so sind, aber die Mehrheit haben doch einen kleinen Taliban in sich. Und weil wir ja so erzogen worden sind, wie wir erzogen worden sind, wir Frauen, wir haben das ja von unseren Mutter und die Mutter hat das von der Oma und die Oma hat das von ihrer Mama. Es wurde immer weitergegeben und immer weitergegeben und dieser riesengroße Last von Stein immer auf den Schultern und immer auf den Schultern. Diese Last habe ich auch getragen, aber nur für eine gewisse Zeit. Dann habe ich es hingelegt und habe gesagt, so, das ist nicht mein Weg. Das ist nicht mein Weg, das bin ich nicht, das möchte ich nicht, das mache ich nicht mehr mit. Und genau da müssen wir ansetzen. Wir Frauen, wir sind eine Macht. Die weibliche Kraft, die ist so viel mehr als Kinder bekommen. Ich habe angefangen zu singen. Ich habe entdeckt, dass ich eine schöne Stimme habe und ich kann singen. Ich wusste das nicht vorher. Und ich hatte zweimal die Gelegenheit, mit berühmten Sängern zu singen. Aber mein Papa war dagegen. Mein Papa war dagegen und dann habe ich es auch nicht gemacht. Ich singe immer noch für mich zu Hause. Musik ist mein Leben. Ohne kann ich nicht leben. Was ich dann entdeckt habe nach dem Singen, meine Stimme zu erheben für meine Schwestern in Afghanistan. Ich habe meine Stimme benutzt für die Gerechtigkeit. Es gibt so vieles, was so schön ist, aber leider in der afghanischen Welt so schlecht gesehen wird. Frauen, die singen, sind unanständige Frauen. Frauen, die aufstehen und Nein sagen, ihre Stimme erheben und sagen, für deren Rechte kämpfen, das sind unanständige Frauen. In jeglicher Form wird die Stimme einer Frau unterdrückt. Sogar ich, die hier aufgewachsen ist. Wenn ich manchmal rede, so wie ich denke, bekomme ich dann sehr oft, du bist doch eine Feministin, wie kannst du so reden? Was ist Feminismus? Was ist das? Frauen, die Männer hassen? Nein, ich hasse die Männer nicht. Ich hasse niemanden. Für mich ist Feminismus Gleichberechtigung. Feminismus ist nicht unterdrücken. Feminismus ist ein Menschsein akzeptieren, egal Mann oder Frau. Dass ich genauso atmen darf, genauso rausgehen darf, genauso lernen darf, genauso arbeiten darf wie ein Mann. Warum muss man sich klein machen? Das ist für mich Feminismus. Du wirst und die Menschen um dich herum und auch die Menschen in Afghanistan werden sich sicherlich immer wieder fragen, aber wie könnte eine Zukunft aussehen?
Und Afghanistan ist nicht nur das Nachbarland von dem Iran und hängt politisch zusammen, sondern es ist auch immer, man sieht immer wieder so, aha, wie könnte es denn sein? Und wir haben das gerade im letzten Dreivierteljahr erlebt, dass die Illusion der von der USA geführten NATO immer noch an diese, wir sind die Stärksten, wir machen das schon. Wir kommen und befreien. Dieser Traum ist eigentlich schon im Juli 21 zusammengebrochen. Und trotzdem hat sich der jetzt nochmal so groß aufgebaut. Und viele Exil-Iraner hatten sich an diese Hoffnung gehängt, einen Regimewechsel herzustellen. Das Gegenteil hat stattgefunden. Und Kabul, deine Heimatstadt, die für mich zu einer Schicksalsstadt wurde in diesem Sommer 21, hat keine Lösung. Und die politische Lösung ist weiter weg denn je zuvor. Ich weiß, dass es ein sehr weiter Weg ist und sehr harter Weg ist. Das ist mir klar. Ich weiß, dass wir hier nicht jetzt mit einer Mahnwache oder einer Demo jetzt Afghanistans Politik ändern. Aber ruhig zu bleiben, ist doch auch eine Strafe. Nur so verändert sich ja was, wenn wir ständig Stimme erheben. Wenn wir unsere Meinungen äußern. Afghanistan ist nicht allein. Viele sagen, ja, ihr lebt hier und geht auf die Straßen, ihr könnt nichts bewegen oder bewirken. Wir tun das, was wir tun können. Und das ist wichtig. Es hilft nicht, zu Hause zu sitzen und sagen, ja, ich bin hier in Deutschland, ich kann ja sowieso nichts verändern. Dann schaue ich mal eine Serie und bin jetzt mal für mich. Dann hast du ja gar nichts getan. Alleine schon die Stimme zu erheben, alleine einen Post zu teilen, hilft schon, also das ist schon Stimme erheben. Und alle Afghanen sollen nicht ruhig bleiben. Wie lange denn? Ich weiß, dass viele Afghanen sehr viel erlebt haben. Wir sind alle traumatisiert, auch wenn viele es nicht zugeben. Wir sind alle traumatisiert. Wir müssen heilen. Wir müssen anfangen, an uns zu arbeiten. Es gibt so viele Baustellen. Es gibt so viel zu machen. Viele Afghanen haben ein riesengroßes Ego. Und ein Mensch mit Ego macht immer alles falsch. Das ist ja einfacher, jemandem Schuld zu geben, als sich selber in den Spiegel zu schauen. Ja. Und leider Gottes sind sehr viele Menschen leben so unbewusst. Es wird Zeit, bewusster zu leben. Es wird Zeit, sich selbst zu erkennen. Sich selbst zu lieben. Bei Selbstliebe fängt sehr viel an. Eigentlich fängt alles bei Selbstliebe an. Ja. Alles. Und wenn man das erstmal geschafft hat, dann sieht man alles klarer. Dieser Heilungsprozess tut weh. Es hat Höhen und Tiefen und es zerbricht einen. Aber hinter jede Wolke ist auch die Sonne, die dann wieder rauskommt. Und dann kann man durchatmen und sagen, ich bin stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. Was ich mir wünsche, eines Tages zu hören, dass ich einfach mal, wenn ich Lust habe,
nach Afghanistan kann, in den Bergen steigen kann als Frau, Fahrrad fahren kann, Urlaub machen kann, frei sein kann, ohne dass ich jetzt Angst habe, oh, ist jetzt mein Kopftuch jetzt abgerutscht oder nicht. Das ist ein Riesentraum. Einfach frei sein und aber auch, dass ich sehe, dass die Mädchen dort in die Schule gehen, dass die glücklich sind, dass die lachen, die Menschen überhaupt. Wieder diese Kabul wird, was ich von Geschichten höre, was meine Mama und mein Papa erzählt. Das wünsche ich mir. Ein freies Afghanistan, das haben die Menschen sich so verdient. Die haben so viel mehr verdient. Die kleinen Kinder, die noch aufwachsen, die haben verdient zu leben. Die kleinen Mädchen, die Träume haben, dass die arbeiten können, dass die studieren können, was die wollen, dass die sein können, was die wollen. Das wünsche ich mir. Freiheit. Freiheit für Afghanistan. Und wenn wir nicht zusammenhalten, dann sind wir verletzbar. Und genau das nutzen die Leute aus. Wir gehören zusammen. Keine Zerspaltungen mehr. Das wünsche ich mir. Ein Afghanistan. Ein Miteinander. Und Leute, die mit Herzen dabei sind. Die Afghanistan lieben. Wir haben so ein schönes Land. Oh Gott, es ist so wunderschön.